Was wäre, wenn es total einfach wäre, schnell auf YouTube zu wachsen? Vergiss erstmal Tipps wie YouTube SEO, massenweise Content und so weiter, denn diese Strategien, die funktionieren alle. Aber es gibt einen Weg, viel schneller und planbarer mehr Abonnenten auf YouTube zu gewinnen, und genau den Weg zeige ich dir hier und in den vorherigen Videos meiner Videoserie. Stell dir die Reaktion nur deiner Zielgruppe vor, wenn du bis zum Sommer in den beliebtesten Podcasts deiner Branche eingeladen wirst und plötzlich jeder deine Meinung hören will. Die Anzahl deiner YouTube-Abonnenten, die kann in solchen Fällen tatsächlich wie ein Türöffner wirken. Und ich zeige dir hier mit meiner Videoserie, wie du schnell und einfach viele neue YouTube-Abonnenten gewinnst. Und zwar auch dann, wenn du aktuell glaubst, dass sich heute noch niemand wirklich für deine Videos interessiert. Denn sowas ist tatsächlich total normal am Anfang, wenn du auf YouTube startest. Ich bin Sonja und gleich lernst du genau den Weg kennen, den ich vor einem Jahr mit meinem Kanal eingeschlagen habe und mit dem ich die Situation, dass sich kein Mensch meine Videos anschaut, mit dem ich das radikal geändert habe, und zwar innerhalb von einem Monat. Ich bin Expertin für Google Ads und mache das seit 2006. Und wenn du die Tipps, die du hier von mir alle bekommst, nicht alleine machen möchtest, dann findest du hier unter dem Video in der Beschreibung ein paar Links, wie du entweder mit uns als Agentur zusammenarbeitest, sodass wir das alles für dich umsetzen, oder wie du meine Mentorings buchen kannst. Das Problem auf YouTube ist, niemand sieht dein Video, wenn niemand deine Videos ansieht. Das klingt verrückt, aber das ist das Geheimnis hinter dem YouTube-Algorithmus. Damit mehr Leute deine Videos sehen und du mehr Reichweite bekommst, muss es vorher schon Leute gegeben haben, die deine Videos gesehen haben und diese gut gefunden haben. Und ich zeige dir mit diesem Video und eben mit den vorherigen aus meiner Videoserie, wie du genau aus diesem Teufelskreis viel schneller rauskommst, als wenn du organisch viel Content produzierst. Keine Sorge, das, was ich dir jetzt zeige, das ist 100%ig erlaubt und das funktioniert auch todsicher. Ich habe eine umfangreiche Checkliste für dich aus meinem Google Ads Online-Kurs ausgekoppelt, die du über den Link in der Videobeschreibung dir holen kannst. Und über die Checkliste, da zeige ich dir Schritt für Schritt, was du tun musst, um dafür zu sorgen, dass mehr Leute in kürzerer Zeit deine YouTube-Videos sehen und eben auch zu Abonnenten werden. Und das Ganze, das machen wir mit Google Ads und YouTube Ads, denn um YouTube Ads zu schalten, brauchst du einen Google Ads Account. Mit meiner Strategie mit Google Ads und YouTube Ads kaufst du keine Abonnenten direkt ein, sondern du kaufst zusätzlich Reichweite ein, die dir ganz einfach dabei hilft, schneller von mehr Personen gesehen zu werden, die gut zu deinem Business passen. Wenn du dir meine letzten Videos angesehen hast, dann kennst du die Basics, aber tatsächlich kannst du die Strategie auch verwenden, um bis zu 300 und mehr Abonnenten pro Tag dazu zu gewinnen. Denn die Art von Kampagnen, die ist total robust, sodass wir hier tatsächlich ziemlich flexibel mit unseren Budgets und Änderungen an den Kampagnen umgehen können, ohne dass das der Kampagne schadet. Für meine ersten 1000 Abonnenten habe ich je weniger als 50 Cent pro Abonnent gebraucht. Und das Coole bei der Kampagne hier ist, je mehr Budget ich investiert habe, desto rentabler ist jeder neue zusätzliche Abonnent für mich geworden. Aber auf ein paar wichtige Dinge solltest du dabei tatsächlich achten, wenn du diese Kampagnenstrategie umsetzt. Denn diese Fehler, die ich dir jetzt zeige, die willst du absolut vermeiden. Niemand will 50 Mal am Tag dieselbe Werbung sehen. Auch nicht, wenn es deine ist. Aber zum Glück kannst du das vermeiden. Und das Teuerste, was du tun kannst, das erkläre ich dir auch gleich noch. Je mehr Leute du erreichst, desto mehr Sorgen machst du dir vielleicht darüber, ob du jemandem auf die Nerven gehst, und zwar auch völlig zu Recht. Denn wenn du nichts machst und nichts dagegen unternimmst, dann passiert nämlich genau das. Aber du kannst in deinen Kampagneneinstellungen genau festlegen, wie häufig jemand deine Werbung sehen soll und wie häufig auch jemand dein Video anschauen kann. Das kannst du mit dem sogenannten Frequency Cap machen, und das solltest du auf jeden Fall auch tun. Und natürlich kannst du auch verhindern, dass deine bestehenden Abonnenten, die du ja nun mal schon gewonnen hast, dass die deine Werbung sehen, denn die kannst du eben auch in deiner Kampagne ausschließen, damit die, so gut es halt eben geht vom Tracking her, damit die deine Kampagne und deine Werbung nicht mehr sehen. Deswegen schließe ich die tatsächlich auch immer so ab dem 3. Tag spätestens aus meinen Kampagnen aus. Aber das Teuerste, was du wirklich tun kannst, das ist Folgendes. Wenn dein Kanal gerade mal irgendwie unter 100 Abonnenten noch hat und jedes einzelne Video von dir wird organisch so um die 10, 11, 12 Mal angesehen, dann muss das nicht heißen, dass alle deine Videos schlecht sind, aber es kann natürlich sein, die Chancen sind da etwas höher, dass vielleicht das ein oder andere langweilige Video dabei ist. Das ist bei tatsächlich jedem so. Ich meine, schau dir meine alten Videos an, die sind hier noch auf dem Kanal zum größten Teil. Bei mir war das nicht anders. Wenn du das einfach so lässt und dir keine Gedanken über deine Videos machst, wie du die verbessern kannst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wenn du dann Geld in Ads steckst, dass du einfach das Elend, was da ist, multiplizierst. Und das wollen wir natürlich nicht.
Und damit das nicht passiert, ist es wichtig, dass du dir das passende Skript für dein Ziel mit deinem Video erstellst. Das heißt, du machst dir sowas wie ein Konzept für dein Video. Die Tipps für das passende Skript, die bekommst du auch, wenn du mir deine Mailadresse hinterlässt unter sonjagottschalk.de/YouTube1000. Denn die bekommst du zusammen mit meiner Checkliste und allen Videos dieser Serie. Aber eins sollte dir auf jeden Fall klar sein. Bei Video-Ads, da sieht die Wiedergabekurve oft wie eine ganz schnelle Rutschbahn aus. Innerhalb der ersten 5 Sekunden entscheiden wir uns nämlich, ob wir ein Video weiterschauen oder ob wir einfach auf Weiterklicken. Und wenn du am Anfang nicht zusiehst, dass du nicht so viele Zuschauer verlierst, dann sind diese Zuschauer, die am Anfang abspringen, die sind einfach weg. Die kommen nicht mehr wieder. Das Gute ist, du kannst das zumindest beeinflussen, indem du schaust, dass du einen aufmerksamkeitsstarken Titel wählst, indem du durch deinen Thumbnail, sprich durch das Vorschaubild und in den ersten 5 Sekunden um jeden Preis die Aufmerksamkeit deiner Nutzer gewinnst und indem du die Erwartungen, die du eben dadurch bei den Nutzern wächst, dass du die während des gesamten Videos bestätigst und erfüllst. Sowohl zum Testen von Titeln und Thumbnails, da gibt es verschiedene gute Tools, die du dann nutzen kannst und ich verlinke dir mein Lieblingstool dafür, auf jeden Fall hier auch in der Videobeschreibung. Und wenn du das alles machst und dich an meine ganzen Tipps hältst, dann kann dir eigentlich nichts anderes passieren, als dass du deine ersten 1000 Abonnenten oder eben viel mehr innerhalb von einem Monat für deinen Kanal gewinnst. Das Einzige, was du noch tun musst, das ist auf sonjagottschalk.de/YouTube1000 zu gehen und mir deine E-Mail-Adresse dazu hinterlassen. Und damit ich dir nur die Infos und Tipps schicke, die auch wirklich zu deinem Geschäftsmodell passen, sei so gut und nimm dir kurz die Zeit und lass mir noch ein paar weitere Infos da. Und auch wenn dein Kanal gerade noch ein bisschen nach Kraut und Rüben aussieht, auch dann kannst du innerhalb von wenigen Wochen 1000 Abonnenten dazu gewinnen. Denn du bekommst auch von mir Tipps dazu, wie du deinen Kanal schnell auf Vordermann bringst, damit er ansprechend und vorzeigbar aussieht. Wenn dir das geholfen hat, dann klick auf Gefällt mir, abonniere meinen Kanal und teile das Video auf Facebook und wir sehen uns im nächsten Video.